Hörtext A2. Sam reist nach Venedig. Sam reist am Freitag, den 24. Mai mit dem Zug von Innsbruck nach Venedig. Das Ticket kostet 67,80 € und die Fahrt dauert ungefähr 4,5 Stunden. Um 10:30 kommt er am Bahnhof Santa Lucia in Venedig an. Venedig liegt im Norden von Italien. Die Stadt ist sehr bekannt für ihre Kanäle, Gondeln und alten Häuser. In Venedig gibt es keine Autos. Viele Menschen fahren mit den Booten oder gehen zu Fuß. Als Sam in Venedig ankommt, geht er durch die kleinen Gassen Richtung Markusplatz. Der Markusplatz ist einer der berühmtesten Plätze in Italien. Dort gibt es viele Cafés, Restaurants und Musiker. Sam gefällt der Markusplatz sehr. Er setzt sich in ein schönes Café am Markusplatz, bestellt einen Cappuccino und hört die Straßenmusik. Sam genießt das gute Wetter und seinen leckeren Cappuccino. Doch dann bringt der Kellner die Rechnung. Sam kann es nicht glauben. Der Cappuccino kostet 26 €. Sam fällt fast vom Stuhl. Das ist viel zu teuer. Danach sieht Sam einige Gondolieri. Die Gondolieri fahren Touristen mit den Gondeln durch die Kanäle von Venedig. Früher waren Gondeln ein wichtiges Transportmittel in der Stadt. Heute machen viele Touristen eine Gondelfahrt. Sam fragt einen Gondoliere, wie viel eine Fahrt kostet. Der Gondoliere sagt 120 € für 30 Minuten. Sam antwortet, das ist viel zu teuer. Er geht weiter und sieht Fähren. Viele Italiener fahren mit ihnen. Sofort kauft Sam ein Ticket. Das Ticket kostet nur 20 € und er kann den ganzen Tag fahren. Er fährt zur Insel Burano. Burano ist eine kleine Insel bei Venedig. Die Insel ist berühmt für ihre bunten Häuser und Glaskunst. Auf Burano besucht Sam eine Glasbläserei. Ein Glasbläser macht Vasen, kleine Figuren und Schmuck aus Glas. Sam findet das sehr interessant. Er macht viele Fotos. Die Reise nach Venedig hat Sam sehr gut gefallen. Doch leider muss er am Abend wieder abreisen.